Guten Tag, mein Name ist Christian Markus, PLM-Berater bei der Choristo GmbH und ich heiße Sie heute willkommen zu dem dritten Video unserer kleinen Serie zu SAP PSM. Heute will ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie man jede beliebige Produktkonfiguration eines variantenreichen Produktes mit SAP 3D Visual Enterprise visualisieren kann. Für die Neueinsteiger möchte ich noch einmal ganz kurz in Erinnerung bringen, warum wir das SAP Produktstrukturmanagement benutzen wollen. Treibende Faktoren sind die Notwendigkeit, stark wachsende Produktvielfalt zu managen, Stichwort die Losgröße 1, das inzwischen verbreitete Denken in Plattformen und Produktfamilien, die steigende interne Komplexität heutiger Produkte mit wachsendem Elektronik- und Softwareanteil und natürlich die wirtschaftliche Notwendigkeit, Komponenten und Lösungen wiederzuverwenden. SAP PSM ermöglicht es nun, all diese Herausforderungen anzunehmen und die Gesamtheit eines Produktes in nur einer Struktur effizient und effektiv zu managen. Die Variantenkonfiguration schlägt hierbei die Brücke von der Gesamtheit einer Produktfamilie zu den spezifischen Produkten. Im SAP Produktstrukturmanagement sind auch die Möglichkeiten der SAP 3D Visual Enterprise integriert und ermöglichen es uns, on the fly einen Blick auf das konfigurierte Produkt oder auch Teilumfänge zu werfen und vieles mehr. Mithilfe der SAP 3D Visual Enterprise können wir in SAP PSM jede konsistente Konfiguration visualisieren, verschiedene Konfigurationen optisch vergleichen, verschiedene Ansichten des Produktes durch eine Auswahl an Kameras und Rendermodi erstellen und natürlich auch die weitere ganze Palette der SAP 3D VE Viewer Funktionen nutzen, wie Zoomen, Drehen und Verschieben, Querschnitte anzeigen, Maße nehmen und Explosionsansichten erstellen, Redlining und Markup-Funktionen zur Zusammenarbeit verwenden und haben auch Zugriff auf Produkt- und Produktionsinformationen (PMI) wie Toleranzen, Dimensionsdaten und Anmerkungen. Unser Beispiel hierfür ist wieder unsere kleine Kfz-Klimaanlage, die schon in unseren letzten beiden Videos als Beispiel herhalten musste. Wie Sie sich vielleicht erinnern, sehen wir eine Produktstruktur mit 16 möglichen und 4 gültigen Produktvarianten. Natürlich ist dies ein absichtlich einfach gehaltenes Beispiel. Und auch die eigentliche Konfiguration kann Ihnen schon aus unserem Video zur Konfiguration und Beziehungswissenpflege in SAP PSM bekannt sein. Hier bleiben wir bei dem bekannten Beispiel. Wir haben eine Klimaanlage mit 2 Klimazonen. Entsprechend ausgewählt sehen wir das Cover, die Elektronikauswahl. Da wären noch 2 möglich und die eigentliche Kühleinheit. Dann nehmen wir keine Navigationsfunktion dazu. Und das heißt, jetzt wissen wir auch, welches Display wir brauchen und welche Elektronik ich wiederum ausschließen kann. Und auch in dieser Darstellung sieht man schon, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Gut, dann lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie die SAP 3D Visual Enterprise Sie im SAP Produktstrukturmanagement unterstützen kann. Wie Sie sehen, habe ich unser Beispiel schon mal ein bisschen vorbereitet und unsere Klimaanlage, wie gehabt, die F10AC, im SAP Produktstrukturmanagement geöffnet. Zur Verdeutlichung finden wir hier eben auch wieder unsere Cover mit Funktion für eine Klimazone oder für 2, beziehungsweise das Display für eine Einheit ohne GPS oder mit GPS. Auch eine Simulation, sprich eine Konfiguration, habe ich schon einmal ausgewählt, entsprechend dem Beispiel aus den PowerPoint-Folien eben eine Anlage mit 2 Klimazonen ohne GPS. Diese Simulation aktiviere ich nun, schließe ich die Bearbeitung der Simulation und dann sehe ich eben auch schon, ich habe hier noch genau das Cockpit, das ich brauche und auch noch genau das Display, was ich brauche. Das Ganze will ich mir jetzt im 3D-Viewer anschauen. Das heißt, ich gehe hier auf die Digital Mockup-Funktion, wähle aus, was ich anzeigen lassen will. In diesem Fall ist das alles, was hier durch die Konfiguration vorgegeben ist, und lade diese Daten in meinen 3D-Viewer. Und dann sehen wir hier auch schon unsere fertig konfigurierte Klimaanlage mit den Steuerelementen für 2 Klimazonen, aber ohne das Display für die GPS-Funktionalität. Und zur Demonstration will ich nun auch einmal eine andere Konfiguration laden, und zwar das Gerät mit
nur einer Klimazone. Hierfür gehe ich wieder auf das Bearbeiten der Simulation, wähle die entsprechende Simulation, was am Ende nichts anderes ist als eben die Konfiguration aus. Und hier wollte ich eben eine Zone mit normalem Display, sprich ohne, ohne GPS-Funktion. Wir bleiben hier bei der US-Version, auch wenn das optisch natürlich für uns erstmal keinen Unterschied macht. Jetzt habe ich hier meine Simulation ausgewählt und sehe, aktiviert ist sie schon. Das heißt, ich schließe dieses Bearbeitungsfenster wieder, sehe, dass die entsprechenden Elemente ausgewählt sind. Das heißt, als Cover erwarte ich jetzt eben die Variante mit Steuerelementen für eine Klimazone und das Display unverändert, weiterhin unser Standard-Display. Dann gehe ich wieder in den Digital Mockup, wähle das aus, was ich anzeigen will, lade das in unseren Viewer, die Klimaanlage mit einem Steuerelement für genau eine Klimazone. Und ja, das in aller Kürze ein Blick darauf, wie wir hier eben auskonfigurierte Produkte aus unserer Produktstruktur visualisieren können. Zum Abschluss noch einmal ein Blick auf die Vorteile, die das SAP Produktstrukturmanagement bietet. Es gewährleistet eine gesteigerte Datenintegration zwischen den verschiedenen technischen Disziplinen und fördert so die Zusammenarbeit und Effizienz der Produktentwicklung. Die SAP PSM Produktstruktur stellt eine umfassende Single Source of Truth für alle produktabhängigen Informationen dar und kann so ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum digitalen Zwilling und damit der Digitalisierung sein. Hierüber ermöglicht das SAP Produktstrukturmanagement auch, dass sich die Entwicklungsabteilung auf die Entwicklung von Produktinnovationen konzentrieren kann und nicht als Ansprechpartner für alle produktbezogenen Daten herhalten muss. Durch die Unterstützung aller möglichen Downstream-Prozesse mit bestmöglichen Produktdaten lässt sich schließlich die Produktqualität steigern. Dies wird noch weiter befördert, da die Existenz einer zentralen Produktstruktur ein vereinfachtes und transparenteres Freigabe- und Änderungsmanagement ermöglicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck vom Nutzen der SAP 3D Visual Enterprise bei der Variantenkonfiguration im SAP Produktstrukturmanagement vermitteln und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie auch Interesse an unseren anderen Videos zur SAP PSM und weiteren SAP PLM-Themen finden, würde uns das natürlich freuen. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, schreiben Sie uns einfach an meinefrage@choristo.com. Vielen Dank.